leck mich doch, der neue Vergaser ist drin, aber irgendwas zickt immer noch derbe rum. Ja, so läuft es. Aber ich wollte euch einfach mal auf einem Grabbike mitnehmen, quer durch den Verkehr. Da ist wieder eine Familie unterwegs mit Kleinkind. Hier habe ich jetzt eine Brillenstraße erwischt. Da kann man überall Brillen kaufen. Überall hängen jetzt in Hanoi die Flaggen. Und es geht auch ordentlich zu hier. Ist einiges los. Ich gehe jetzt zum Essen. Ja, das ist irgend so ein komisches Theater. Und hier ist immer noch, ja, Volksfest sozusagen. So, Volksfeiertag. Es sind gerade eine Menge kleine Lokale und die ganzen Asiaten beim Essen, die ganzen Vietnamesen, die Locals. Also diese kleinen Lokale ist wirklich voll mit Locals eigentlich. Da geht nicht mehr viel. Jo, ich war gerade im Dongs 2 war ich essen. Das ist hier so ein etwas feineres Restaurant, aber echt sehr gutes Essen. Haben Menü gegessen mit vielen leckeren Sachen. Und ja, Menü kostet 380.000 Dong. Also ungefähr 15 Euro, ist also schon für vietnamesische Verhältnisse viel. Aber es war echt super lecker, Qualität, gute Qualität. Ja, war auch recht viel, war genügend. Guten Morgen Vietnam, guten Morgen Hanoi. Ja, wunderbar. Ich bin jetzt hier in Hanoi, zeige euch auch ein bisschen was von der Stadt an. Aber jetzt habe ich erstmal das Moped waschen lassen, es war ja sehr dreckig von der Tour. Und ja, und dann bringe ich es jetzt noch zum Mechaniker, lass vielleicht den Vergaser machen oder einen neuen Vergaser. Ein paar Kleinigkeiten, dann kann ich es vielleicht gut verkaufen. So ist der Plan. Ja, der Mechaniker wurde mir von dem Hotel empfohlen, weil gut, der Bruder von dem einen arbeitet dort. Und hier bin ich auch schon, Tang. Bin ich schon angekommen, Tang Customer Service. So, Moped ist gemacht. Und dann wird es auch sehr bald verkauft. Ich habe auch schon einige Interessenten, einer war schon da und hat gemeint, ja, wenn es mit dem Vergaser passt, dann würde er sie nehmen. Sie hat jetzt 8.337 Kilometer. Da rechne ich dann nochmal genau aus, was es war. Vielleicht habe ich noch ein bisschen Zeit, Hanoi anzuschauen. Und nochmal eine kleine Probefahrt. Ja, wie man merkt, der Vergaser mag noch nicht so ganz. Naja, ist natürlich für den Verkauf nicht ganz so toll. Drehen wir gleich wieder um, dass wir nicht zu weit wegfahren. Also dann geben wir noch ein bisschen Gas, lassen wir ein bisschen laufen. Ja. Der Name ist noch nicht so toll. Ja, leck mich doch, der neue Vergaser ist drin, aber irgendwas zickt immer noch derbe rum. Der Mechaniker meinte, dass noch Wasser im Tank wäre vom Regen. Ist natürlich möglich.
Wir haben auch die Zündkerze ausgetauscht und Zündkerzenstecker nochmal. Ja, und ja, ich habe jetzt nochmal voll getankt auch, damit dann auch ordentlich Sprit nachkommt in den Vergaser. Eieiei, macht keinen Spaß. So verkauft sich das Moped auch ziemlich schlecht. Ja, so läuft es. Ich fahre gerade die ganze Zeit über die Brücke drüber, hin und her. Nein, nicht ausgehen. So, jetzt verkaufen wir das Moped. Leider hat es keiner von den anderen Travelern haben wollen. Die hätten dann schon ein bisschen mehr bezahlt. Jetzt muss ich es halt doch recht günstig an einen Motorradhändler geben. Mache ich eine Menge Verlust, aber egal. Lesson learned. Nächstes Mal weiß ich es besser. Trotzdem war es eine schöne Reise. Und danach, wenn ich noch Zeit habe, schaue ich mir noch kurz zu einem See. Der See ist dann, oder der See ist hier die Seele von Hanoi. Der wird so genannt. In dem See gab es auch mal eine Schildkröte. Eine sehr große, 250 Kilo schwer und angeblich 400 Jahre alt. So, jetzt die letzten Kilometer mit dem Moped. Ja, jetzt hat er noch der Tank eigentlich noch ein Problem. Also der Tank ist auf der linken Seite, hat er jetzt ein Loch. Das ist ein ganz kleines. Tröpfelt so ungefähr ein Tropfen pro Minute heraus. Naja. So läuft es halt. Ist ein altes Moped, schon 12 Jahre alt. Und für ein chinesisches Moped 12 Jahre ist schon nicht schlecht. Ja, und nach dem See geht es dann nochmal ins Restaurant Orchid Cooking, so like Orchidee Cooking. Weil das war sehr gut dort und es war eine nette Atmosphäre, ganz entspannt. Und da gehe ich nochmal hin. Und dann lasse ich es gemütlich ausklingen, gehe ins Hotel, duschen, umziehen, auschecken. Und dann war es das mit Hanoi. Ich habe herausgefunden vorhin, dass wenn man während dem Fahren in den Leerlauf zurückschaltet und dann nochmal weiter hoch, dann kommt man wieder in den 4. Gang. Also ist wohl doch bei dem Moped so, dass du man wirklich die Gänge komplett durchschalten kann. Zumindest dann beim Fahren. Im Stand habe ich es, glaube ich, noch nicht geschafft. Aber da kam es mir auch manchmal so vor, als wäre ich nach dem Leerlauf wieder irgendwo ganz woanders. Ah, da muss ich ja hin. Da hätte ich rüber müssen. Machen wir dann nach vorne. Verkauft mit 8.371 Kilometern. Okay. Ja. So, das Moped ist verkauft für 4 Millionen Dong. Der wollte immer noch weiter wieder runter handeln, obwohl er mir vorhin schon das Angebot gemacht hatte. Ja, und jetzt fahre ich gerade mit dem Grab-Bike. Das kennt man ihn. I'm just talking to my camera. Jetzt fahre ich mit dem Grab-Bike. Just to the camera. Jetzt fahre ich mit dem Grab-Bike zum Hotel. Zurück. Das sind eigentlich nur 1 Kilometer. Aber ich wollte euch auch mal auf einem Grab-Bike mitnehmen, wie das so ist. Also das holt man sich per Smartphone ganz einfach. Jetzt habe ich es einfach so gemacht. Er hat mich gesehen, ist zu mir gekommen. Ich habe gesagt, ja, bitte dahin. Dann geht es auch. Und genau, ja, und dann fährt man halt hinten mit. Normalerweise haben die haben auch einen zweiten Helm dabei. Ich habe jetzt meinen eigenen Helm mit der GoPro. So wollte ich das ja haben.
Ja, und jetzt geht's zurück zum Hotel in die Altstadt. Quer durch den Verkehr. Ja, da fährt man einfach quer über die Straße, ganz egal. So, jetzt sind wir in der Altstadt bereits. Da ist noch ein anderer Grab-Fahrer, transportiert gerade irgendwas. Da ist wieder eine Familie unterwegs mit Kleinkind. So, wo sind wir denn hier? Hier war ich auch noch nicht. Genau in dieser Ecke. Ja, da gibt es anscheinend so einen kleinen Busbahnhof für Elektrobusse. Interessant. Ja, man kann hier wieder alles Mögliche kaufen. Hier sind anscheinend, hier kann man viel Gläser und sowas kaufen. Gläser, Vasen, Töpfe. So typisch für Vietnam. Da hat man eine ganze Straße, wo man nur Mopeds kaufen kann, eine ganze Straße, wo man Werkzeug kaufen kann, eine ganze Straße, wo man eben so Gläser, Vasen kaufen kann. Ja, mein eigenes Moped ist jetzt weg, deshalb muss ich mich fahren lassen. Aber das war dann das letzte Mal. Wie gesagt, es war extra jetzt nur. Ich hätte auch laufen können, weil ich laufe eigentlich in der Altstadt nur rum. Es bringt nichts, da ein Moped zu fahren, ist so viel los. Gewöhnlich. Und ja, und dann schaue ich vielleicht, jetzt ist ja kurz vor 6, vielleicht schaue ich noch zum See. Und danach gehe ich zum Essen, dann ins Hotel, duschen und so weiter, auschecken. Ja, hier gibt es immer Ketten zu kaufen und Schlösser. Schlösser, nochmal Schlösser. Ja, hier kenne ich mich wieder ein bisschen aus. Da sind wir auch gleich da, das weiß ich. Vorne rechts, glaube ich, und dann sind wir schon da. Das sind wieder Ketten. Da wieder Schlösser. Ja. Und schon sind wir da. Wunderbar. Greenlight Hotel. Ja. Und angekommen. So, ich war gerade Geld wechseln und jetzt bin ich am See angekommen. Also ein schnuckeliger, ganz kleiner See. Ringsrum an den Straßen gibt es Cafés oder direkt hier auch eins. Ringsrum gibt es ein paar Cafés. Ist einiges los. Leute sitzen rum, laufen rum, machen ein bisschen Sport. Genau, da drüben kann man sich irgendeinen Tempel anschauen, aber das mache ich jetzt nicht. Das ist eine kleine Insel im See. Ja, ganz nett hier. Oder romantisch für die Paare. Und ich gehe jetzt dann zum Abendessen. Hier habe ich jetzt eine Brillenstraße erwischt. Da kann man überall Brillen kaufen. Ein Brillengeschäft nach dem anderen. Auch auf der anderen Straßenseite Brillengeschäft, Brillengeschäft. Eines nach dem anderen. Typisch Vietnam. So, das Essen im Orchid Cooking war mal wieder sehr gut. Diesmal habe ich nicht ganz so viel bezahlt. Ich habe ein Menü genommen aus 5 Gängen. Hat bloß 350.000 Dong gekostet. Sind ungefähr 14 Euro. Und dazu noch einen leckeren, frischen Ananassaft. In Summe gerade mal 400.000 Dong gezahlt. So passt es. Ja, man muss hier eigentlich sehr oft auf der Straße gehen,
wenn es mal Gehsteige gibt, dann sind die immer komplett zugeparkt mit Mopeds. Weil Parkplätze gibt es ja auch überhaupt nicht. Ja, deshalb geht man halt immer auf der Straße. So läuft das halt. Und jetzt geht's zurück zum Hotel und dann an den Flughafen wieder nach Hause. Ja, aber ein bisschen vermisse ich schon auch dann Vietnam. War schon ein nettes Land. Nette Erfahrung. Viele schöne Sachen gesehen und erlebt. Nette Leute kennengelernt. Vielleicht sieht man sich mal wieder. Vielen Dank, Vietnam, für deine Gastfreundschaft. Auf Wiedersehen. Cảm ơn. Cham Viet.